Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Vlog. Ich bin Marvin, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um Ölwechsel. Meiner steht dieses Jahr wieder bevor oder stand dieses Jahr wieder bevor. Man macht mir einmal im Jahr bei den alten Harleys und einmal im Jahr oder alle 8000 Kilometer. Da die neue Saison wieder begonnen hat und ich letztes Jahr ein bisschen mehr gefahren bin als 8000 Kilometer, habe ich den pünktlich zur neuen Saison mal wieder gemacht. Meiner Meinung nach ist der Ölwechsel so simpel, vor allem bei den alten Harleys. Vor allem generell bei den Harleys ist der so einfach. Den kann man auch echt gut und gerne selber machen. Man braucht nicht viel. Ich brauche bei meiner einen 3/4 Zoll Gabelschlüssel, einen Ölfilterschlüssel. Da kann man auch darauf verzichten, aber wenn man hat, super Sache. Irgendwas zum Auffangen des Öls und ein paar Lappen, ein bisschen Bremsenreiniger. Fertig. Dann noch Öl, 20W50 habe ich drin, neuen Ölfilter und ein bisschen Bremsenreiniger vielleicht. Ganz wichtig, die Harleys haben Trockensumpfschmierung. Das heißt, die haben einen extra Öltank und das ganze Öl ist während des Betriebs im Öltank und wird durch den Motor gepumpt. Es ist anders als bei Autos, wo das ganze Öl unten in der Ölwanne sitzt, unter dem Motor und da rumgepumpt wird. Es ist bei Harley in einem externen Öltank. Wenn eine Harley steht, passiert es oft, es ist ein Rückschlagventil drin, es sollte nicht passieren, aber es passiert, dass das Öl langsam unten wieder in den Motor reinläuft. Das ganz normal. Man muss nur bedenken, wenn man jetzt einen Ölwechsel mit kaltem Motor macht und viel Öl in der Motorwanne liegt und man macht einen Ölwechsel, kriegt man nur von 4 Litern 2 raus. Vielleicht. Also muss man den Motor unbedingt warm fahren vorher. Das ist ganz wichtig. Sobald er warm ist, ist das komplette Öl, zumindest das meiste Teil, ist im Öltank. Und wenn man dann wechselt, kann man das meiste rausholen. Also, habe ich mir natürlich gestern gedacht, ich fahre eine schöne Tour. Ich nehme meinen kleinen Bruder mit. Der kann die FXR fahren, die ich in der Garage stehen habe. Und wir machen eine schöne Tour und machen danach den Ölwechsel zusammen. Ich habe für beide Motorräder Öl bestellt, habe es bekommen. Dachte ich mir, super Sache, mache ich das mit ihm. Es fing an, wir schieben die FXR aus der Garage raus und sie springt nicht an. Stand jetzt den ganzen Winter wegen Saisonkennzeichen. Es ist nicht meine. Ich habe sie bloß untergebracht. Stand den ganzen Winter in der Garage, ging nicht an. Kein Problem. Habe ich mein Auto geholt, Starterkabel raus, habe das Ding überbrückt, lief super. Ich will gerade losfahren, ich ziehe meine Jacke an und ich sehe, an meiner Maschine ist der Kofferhalter gebrochen. Ich hatte mich bei der gestrigen Tour schon gewundert, wieso es so laut klappert, aber ich habe es gestern nicht bemerkt, ehrlich gesagt. Ich habe auch nicht wirklich geguckt, ich habe es nicht bemerkt. Also habe ich meinen Bruder losgeschickt, er soll alleine fahren, ich muss erstmal meinen Kofferhalter schweißen. Ich baue meinen Kofferhalter aus von meiner Harley, gehe an die Werkbank, spann gerade die Fleckscheibe ein, damit ich die Nahtstelle sauber machen kann. Ruft mich mein Bruder an und meinte, er ist irgendwie einen Kilometer gekommen und dann ist die Maschine einfach ausgegangen. Und ich dachte, gut, habe ich mir gedacht, hat er wahrscheinlich abgewürgt. Habe mir die Kabel wieder ins Auto geschmissen, bin losgefahren. Helfen wir meinem Bruder, wir starten die Maschine nochmal, weil die Batterie nach 500 Metern nicht wirklich vollgeladen sein kann. Wir lassen es an, ich hocke mich ins Auto, er will losfahren und wirkt es ab. Habe ich gedacht, naja, ganz großes Kino. Okay, alles nochmal aus, Motor aber auf, Starterkabel ran. Und mein Bruder so, weil es ja auch nicht seine Maschine ist, ich soll sie lieber fahren. Ich sage, überhaupt kein Problem. Hocke mich drauf, will losfahren, wirkt es ab. Da habe ich mir schon gedacht, naja, ich mache einen Fehler meistens nur einmal oder zweimal, aber garantiert kein drittes Mal. Okay, wir wieder neu gestartet mit Starthilfekabeln. Alles wieder ins Auto, ich will losfahren, wirk's ab. Ich habe sie insgesamt 4-mal abgewürgt, die Maschine. War kurz vom Durchdrehen. Bin da mit fast Vollgas losgefahren. Zu dem Zeitpunkt war schon klar, es funktioniert irgendwas nicht. Kann was nicht funktionieren. Ich habe sie dann versucht zur nächsten Tankstelle zu fahren, keine Chance. Irgendwas. Sprit war drin. Vergaser war eigentlich sie lief ja ein paar hundert Meter. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was los ist. Ich habe noch nicht geschaut. Ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Werkzeug dabei. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die Maschine heimgeschoben. Knapp einen Kilometer.
und habe sie in die Garage gestellt und habe erstmal meine Maschine gemacht. Weil ich das machen wollte, weil ich nicht so eine größere Tour fahre. Das so viel dazu. Ich wollte dieses Intro eigentlich gestern auf der Warmfahrt machen. Auf dem Warmfahren in diesen 10 Minuten. Da ich ja überhaupt nicht gefahren bin, ich habe meine Maschine im Hof dann stehen lassen und laufen lassen, um sie warm zu kriegen. Mache ich es heute, nachträglich das Intro. So, ich habe das Motorrad jetzt ungefähr eine Viertelstunde im Stand laufen lassen. Es hat jetzt eine schöne Temperatur. Jetzt bocke ich es auf. Ich habe dazu einen Scherenheber. Man kann natürlich auch einen Klotz unter den Seitenständer tun, irgendwas, damit sie recht gerade steht. Kann man am besten dann arbeiten. Mit diesem Scherenheber kann man sie hochheben, man kommt viel besser dran. Dann habe ich eine Ölauffangwanne mir gekauft. Was ich auch schon oft gesehen habe, war ein aufgeschnittener Wischwasserbehälter fürs Auto. Funktioniert genauso. Irgendwas, was das Öl sicher auffängt. Ich tue noch einen Klotz unter das Vorderrad, weil mein Hof leicht schräg ist und der Scherenheber sonst zu sehr belastet wird. Braucht man nicht unbedingt. Ich mache es. Ich packe mein Motorrad hinten hoch, damit ich leichter hinkomme, schnappe mir dann meinen 3/4 Zoll Schlüssel und mache die Ölablassschraube auf. Wenn ihr die Ölablassschraube rausgeschraubt habt, checkt den Magneten an der Spitze der Ablassschraube, dass da keine Metallspäne dran sind. Sind da Metallspäne, habt ihr einen Defekt im Motor und da müsst ihr auf jeden Fall mal einen Fachmann zu Rate ziehen. Lasst es ungefähr 10 Minuten stehen, bis wirklich jeder Tropfen Öl rausgelaufen ist. Macht danach alles schön sauber, checkt die Dichtung vom Ölablassstopfen und schraubt den wieder fest. Schaut lieber im Werkstatthandbuch nach, mit welchem Drehmoment ihr es festzieht. Es ist leicht zu fest gedreht. Danach, wenn das Öl aus der Ölwanne raus ist, können wir uns dem Ölfilter widmen. Ich habe dafür einen speziellen Schlüssel, einen Universalschlüssel, funktioniert super. Wenn ihr sowas nicht habt, könnt ihr einfach einen Schraubenzieher mit Gewalt durch den Ölfilter, durch die Patrone stecken und den als Schlüssel nehmen. Da der Ölfilter weggeschmissen wird, kann man ihn auch kaputt machen. Ich habe hier so eine wunderschöne Rutsche aus Gummi mit Aluminium innen drin. Das erleichtert die Arbeit ungemein, weil darunter der Motor und der Rahmen ist. Man macht sich doch sehr viel dreckig. Wenn man da kein Ölslide hat, kann man sich auch aus einer Flasche basteln. Ist alles überhaupt kein Problem. Den Ölfilter stelle ich immer mit in die Auffangwanne, einfach damit er noch auslaufen kann. Danach mache ich die Dichtfläche sauber. Schau, dass nichts mehr daneben läuft. Schau, dass da keine Macken drin sind, dass dann nichts kaputt ist. Einfach schön, dass es schön sauber ist. Bevor ich den neuen Filter drauf schraube, schütte ich ein bisschen Öl frisches Öl in den Filter. Das hat den Hintergrund, wenn ich das nicht machen würde, würde beim ersten Mal starten sich erst der Ölfilter füllen und dann könnte es Probleme geben mit der Ölversorgung vom Motor. Deswegen füllt man eine halbe Tasse rein und schraubt dann drauf. Wichtig ist die Dichtfläche ein bisschen zu befeuchten und dann einfach handfest draufschrauben. Auf keinen Fall mit einem Ölfilterschlüssel festziehen. Das reicht dicke, wenn das handfest dran ist. Danach alles schön sauber machen. Man muss ja sehen, ob irgendwo noch ein Ölleck ist und wenn da noch vom Ablassen das Öl rumliegt, kommt man schnell durcheinander. Okay, dann seid ihr soweit fertig. Ölschraube unten wieder zu, Ölfilter wieder dran, Zeit für das neue Öl. Checkt vorher die Füllmenge und schaut hier an der Seite vom Kanister, wie viel Öl ihr schon reingelassen habt. Dann müsst ihr nicht ständig den Ölstand checken, einfach wenn ihr wisst, wie viel reinkommt, einfach nachmessen oder auslittern und reinlaufen lassen. Ich lasse jetzt meine Maschine wieder ein bisschen runter, um sie gleich das erste Mal zu starten. Okay, wichtig ist beim ersten Mal starten, habt ein Auge auf die Bügelkontrollleuchte. Wenn ihr die Zündung anmacht, ist es ganz normal, die Lampe geht an. Sie muss aber, sobald ihr startet, direkt wieder ausgehen. Wenn die anbleibt, habt ihr irgendwas falsch gemacht. Nur zur Info, meine Maschine, ich habe vergessen den Jog zu ziehen, deswegen lief es jetzt beim ersten Mal nicht. Ist aber kein Problem. Wenn ein bisschen Gas geben, springt sie auch an. Ich lasse kurz immer wenig laufen, nachdem ich das Öl getauscht habe und dann schaue ich den Füllstand nach. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er ungefähr passen müsste, weil ich ja ausgemessen habe, wie viel reingekommen ist. Ich mache den Ölstab sauber, schaue ihn mir an. Ich habe 2 Markierungen drauf.
Full Hot und Full Cold. Hat nicht jeder, manche haben nur Full Hot, dann müsst ihr einfach noch kurz eine Runde drehen. Wie man sieht, es fehlt ein bisschen was. Ich mache ihn nochmal sauber, schütte noch ein bisschen was rein und das war's dann für mich. Wenn ihr dann fertig seid, Ölwechsel, erster Start, alles super, alles gepasst, macht eine Testrunde, fahrt, halbe, dreiviertel Stunde dagegen drum, checkt nochmal alle Dichtungen, alle Öffnungen und das war's. Sollte eigentlich innerhalb einer halben Stunde erledigt sein, wenn alles gut läuft. Und wenn man es selber macht, spart man sich eine ganze Menge Geld. Deswegen kann ich es nur empfehlen, macht selbst, habt Spaß, lernt ein bisschen was über das Motorrad. Das war's mit dem heutigen Vlog. Wenn ihr Wünsche, Anregungen, Kritik habt, haut's in die Kommentare, schreibt mir rein, was ihr mit dem Ölwechsel macht. Macht ihr es selber, macht ihr es nicht selber. Und lasst ein Like da und wäre echt cool, wenn ihr den Channel abonnieren könntet. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.